Hey Leute, heute mal ein Draw What You Get Challenge. Dieser Hund soll seine Klappe halten. Naja, vielleicht beruhigt er sich irgendwie noch irgendwann mal. Diese Challenge besteht daraus, wie ihr seht, die Farben auf random zu picken von Haarfarbe, Hautfarbe, Augenfarbe und Klamottenfarben. Durch so einen Zoom und dadurch, also dieser Hund, also dadurch dann einen Charakter zu malen. Das haben wir heute mal gemacht. Ich dachte mal, wieso nicht, ne? So, also gucken wir mal, wie es wird. Wir haben jetzt einen schönen lila Ton als Haarfarbe und gucken jetzt, was die Hautfarbe wird. Und es scheint nach einem sehr pinky Hautfarbenton. Dann haben wir das T-Shirt gemacht und das wurde so ein mattes Olivgrün. Ja. Seine Panties wurden so grau mit so einem lila Stich, so ein bisschen so, ja, ist okay, kann man mitarbeiten. Und seine Augen wurden einfach so peachy. Von daher denke ich mal, ein bisschen orange ist da schon okay, wenn wir das so reinfuchsen, wa? Und ja, Leute, das ist er. Den machen wir jetzt mal schick. Und wir fangen da mit einem ganz einfachen Hilfslinien-Sketch an. Es sind einfach nur ein paar Blöcke. Eigentlich brauche ich die gar nicht mehr. Ich habe das immer ziemlich bildlich in meinem Kopf. Oder wenn ich eine Pose nehme, wie hier aus Pinterest oder so, dann weiß ich eigentlich ungefähr, wie ich es zeichnen möchte. Da machen wir jetzt den Sketch fertig. Wir haben ihm schön kurze Haare gegeben, weil das ist irgendwie das Beste und das Einzigste, was ich gerne bei Typen gerne zeichne. Also wenn ich Männer male, mache ich irgendwie immer kurze Haare meistens. Sieht einfach am besten aus. Es ist einfach so. Einen schönen muskulösen Oberkörper. Und wir haben so ein bisschen in die Vogelperspektive geworfen. Also nicht ganz oben. So ein leicht schräger Vogel. Also Vogelperspektive, ne? Ihr versteht mich doch, ihr versteht mich doch. Dann packen wir noch unseren kleinen Fred, so nenne ich ihn mal, noch dazu und färben erstmal alles einfach in die Grundtöne, die wir da bekommen haben. Und fangen jetzt halt einfach an, ne? Die kleinen Details reinzumachen und so. Yippie! Also, ich mache das immer relativ grob mit den Farben. Ich nehme sie mal einfach und hause rauf. Nach Lust und Laune, wie ich denke, wie es passt, wie Schattierung irgendwie Sinn macht, wie das halt aussehen muss. Aber wir kommen jetzt zu einem Lifehack, Leute, ja. Ihr zeichnet euch einfach einen Kreis dahin, wo ihr das Highlight haben wollt von eurem Haar, wo das Haar schön seidig ist, schön glänzt. Ist egal wo. Radiert das so ein bisschen weg, dass es nicht full gerade ist und zeichnet dann noch mit eurem Pinsel sozusagen ein paar Linien rüber. Geht nochmal mit weißen Highlights rein und nimmt euch dann einen anderen Pinsel. Ich habe da einen, der ist extra so Hairbrush, aber es geht jeder Verblendungsstift eigentlich. Und verblendet das und dann sieht das aus, als ob das Haar wunderbar glänzt, als hätte er wirklich die Haarroutine seines Lebens. Also es ist wirklich recht simpel und sieht fantastisch aus. So. Ich würde immer gucken, dass ihr, wenn ihr die Linien zeichnet, die in die Haarrichtung geht, aber so viel macht das jetzt auch nicht aus, weil man es eh verblendet. Ne? Ja. So, jetzt kommt mein Lieblingspart, was ich super gerne mache, die Haut. Ich mag das irgendwie so sehr, weil ich da so viele verschiedene Farben benutze. Wichtig ist, am besten nehmt ihr einfach die Farbe, die ihr als Grundierung genommen habt, sozusagen, und geht dann ein paar Töne dunkler und auch ein paar Töne heller und macht erstmal diese markanten Sachen, also das, was ein bisschen mehr Tiefe kriegen soll, halt die Schattierungen, das, was mehr im Licht steht und so, einfach grob raufklatschen. Dann kommt das, was die Haut ein bisschen zum Leben erweckt. Bei mir sind es die Augenringe. Ne? Also Augenringe ist ein Muss für mich. Ich möchte immer, dass meine Charakter ein bisschen tot von innen aussehen. Das ist mir wichtig persönlich. Da nimmt man einfach ein bisschen lila, ein bisschen rot, ein bisschen pink auch, schön unter die Augen klatschen und das einfach ein bisschen verblenden. Mehr ist es nicht. Ein bisschen rot um die Nase machen. So ein bisschen ist er am Blushen. Und die Lippen nicht vergessen. Auch da mache ich es bei den weiblichen Charakteren mehr, bei Männern nicht so sehr. Weil es sieht einfach besser aus, wenn sie halb untot aussehen. Ist einfach so.
Ja, dann würde ich sagen, Fred sieht schon mal super aus, aber wir müssen seine Muskeln noch betonen, ne? Auch wieder das gleiche Prinzip wie beim Hautton. Dunklere und hellere Farben. Ich fange immer erst mit den Schattierungen an und mache dann noch die Highlights. Nehmen wir auch einfach die Farbe, die wir bekommen haben, gehen in dem Color Wheel einfach ein bisschen weiter runter und ich kann das gar nicht genau erklären. Ich mal da das an, was ich irgendwie für richtig finde. Gehe dann nochmal einen Ticken dunkler, gehe die an den Ecken und so mehr nach, was mehr betont werden soll. Und dann, ne, seht ihr ja, in einem helleren Ton nochmal so rüber, als ob das so ein bisschen glänzen würde. Da scheint die Sonne am meisten rauf. Also die imaginäre Sonne. Bei der Hose genauso. Da müsst ihr achten, wegen dem Winkel. Das ist ja unten, ne? Das heißt, unten ist ein bisschen alles dunkler, weil wir ja von oben gucken. Denke ich mal. Also so macht es in meinem Kopf halt Sinn. Ja, dann habe ich jetzt zuletzt das, was ich noch so dazu gepackt habe, was wir jetzt nicht vorher die Farbe ausgewählt haben, den Gürtel und die Schuhe. Weil ich weiß nicht, Schuhe gebe ich schon überhaupt so viel Farbe in meinen Zeichnungen? Ich glaube nicht. Ich habe den Gold gemacht, weil ich dachte, das passt sehr schön zum Oberteil. Und die Schuhe halt so grau-schwarz gemacht. Die sind halt eh dunkel durch den Winkel so. Dann die Augen, ne, Leute. Da auch wichtig, die bleiben nicht total clean weiß. Ihr habt immer einen kleinen Schatten in den Augen. Das geht ihr einfach mit so einem helleren Grau oder so einem gräulichen leicht ins Rote, aber ganz, ganz leicht oben rüber, dass es so ein bisschen Tiefe gibt. Und dann die Lichtpunkte in der Pupille nicht vergessen. Ihr seht, ich habe die Augen so in diesem peachfarbenen gelassen, aber es ist halt einfach nur mehr mit mehr Sättigung gemacht. Ich bin auch über die Lippen nochmal rüber, weil die sahen mir zu hautfarben aus. Und ja, also so viel ist da gar nicht passiert. Ich habe ein bisschen dann noch rumgestruggelt, ob Hintergrund oder nicht. Ich zeige euch das mal, wie ich da rumexperimentiert habe. Also fragt mich ehrlich nicht, was da für eine Party abging. Ich habe rumprobiert, ich habe geguckt, ich habe keine Farbe gefunden, die ihn jetzt irgendwie rausgestochen hat. Ich dachte auch durch den Hintergrund ruiniere ich die Perspektive. Also habe ich es sein gelassen und habe einfach meine kleinen Sterne rumgemalt und bin trotzdem zufrieden damit. Und ich finde, wenn wir uns den so anschauen, hatte dieser junge Mann, unser kleiner Fred, ein schönes Glow-Up. Ja, also ich finde die Zeichnung ganz okay. Ich wollte mal gucken, wie so ein Video ist. Ich kann da so viel gar nicht dazu sagen, ne? Also weil ich selber halt wirklich nicht weiß, was ich da mache, was ich da überhaupt mache. Ich verstehe davon gar nichts. Aber wer weiß, ne? Mal gucken. Ja, vielleicht mal, ja. Okay, tschüss.